Hallo, mein Name ist Benedikt und ich bin von Geburt an hochgradig schwerhörig. Ich arbeite in Wien in einem globalen Unternehmen und dort bin ich vor allem für die Portfolioanalyse im Projektmanagement-Team zuständig. In meiner Rolle habe ich sehr viele Vor-Ort-Meetings und Online-Meetings. Das bedeutet, es findet sehr viel Kommunikation statt. Es gibt 3 einfache Regeln oder Beispiele, wie man hier eine barrierefreie und inklusive Kommunikation für Personen mit Einschränkungen machen kann. Die erste einfache Regel ist, bevor man etwas sagt, bitte aufzeigen ein Meeting, dann kann sich die schwerhörige Person sehr gut auf die nächste sprechende Person konzentrieren. Ein zweiter Tipp oder eine zweite Regel ist bei Online-Meetings zum Beispiel die Verwendung von automatischen Live-Untertitel. Ein dritter Tipp oder eine dritte Regel wäre, auf eine gute Beleuchtung im Besprechungsraum zu achten. Sehr oft kommt es vor, dass man beim Fenster sieht, wo im Hintergrund die Sonne reinscheint und die sprechende Person ist komplett im Schatten verdeckt. Das bedeutet, in so einem Fall wird das Mundablese für die schwerhörige Person unmöglich. Was kann man dagegen tun? Entweder Rollo runter oder das Licht einschalten, und auch dann steht einer barrierefreien Kommunikation und Besprechung nicht mehr im Weg. Die Aktionen, die gesetzt werden, kommen nicht nur den Personen mit Schwerhörigkeit oder anderen Menschen zugute. Nein, am Ende vom Tag profitieren wirklich alle davon, die Mitarbeiter, aber auch die Kunden oder die externen Personen. Und das dürfen wir nie vergessen, dass wir diese Aktionen nicht nur für eine Person machen, sondern wirklich für eine gesamte inklusiveren Gesellschaft. Am besten schafft man eine inklusive Arbeitsumgebung, eine barrierefreie Welt, wenn man die betreffende Person fragt, welche Bedürfnisse hat die Person, welche Rahmenbedingungen kann ich schaffen, damit die Person uneingeschränkt ihre volle Arbeitsleistung erbringen kann. Und ganz wichtig ist es auch, dass man ein Setting schafft, wo man frei seine Bedürfnisse artikulieren kann, wo man ohne Probleme direkt zur Führungskraft gehen kann und sagen kann, okay, ich brauche bitte das, weil dann kann ich ungestört meine Leistung erbringen. Ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, dass ich wirklich in dem globalen Unternehmen wirklich geprüft habe, dass ich auf eine sehr unterstützende Führungskraft treffe. Und egal was ich brauche, bekomme ich sofort Unterstützung. Und auch ganz wichtig, ich habe ein sehr offenes Team, ich habe ein sehr diverses Team. Ich kann frei sagen, was ich brauche, damit wir möglichst gut zusammenarbeiten können. Viele Personen haben Angst, dass sie falsche Fragen stellen oder dass es für die betreffende Person unangenehm sein könnte. Diese Sorge kann ich euch nehmen. Ich selbst habe irgendwie immer nur gute Erfahrungen gemacht. Ich bin selbst eine offene Person. Ich spreche sehr offen über meine Schwerhörigkeit und ich freue mich immer, wenn eine Person Fragen stellt. So können wir dann auch sicherstellen, dass wir unsere Stärken ausspielen können, dass ich Tipps und Tricks geben kann, wie man am besten mit einer Person, mit einer schwerhörigen Person kommunizieren kann. Ganz wichtig ist auch ein offener und wertschätzender Umgang miteinander. Nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen gegenüber, sondern jede Art von Person. Das ist ganz wichtig. Und auch ganz wichtig ist es, sich auf die Stärken der Menschen, der Personen zu fokussieren, weil nur so erreichen wir dann den besten Output für alle.